Hallo liebe Flauschis und holy moly. Wir sind zurück hier in Persona 5 Royal. Und gerade mit Maruki reden und ja, er hat was auf dem Herzen. Und dann, ja, der böse Cliffhanger wird jetzt hier ausgelöst. Let's go. Okay, und los. Oh, this is all hypothetical, mind you, but imagine there's somebody for whom you have high expectations. Oh, alles nur rein hypothetisch. Natürlich. Alles hypothetisch. Aber stell dir vor, da ist jemand, an den du hohe Erwartungen hast. They're trying their absolute hardest to meet those expectations. Dieser jemand gibt alles, um deine Erwartungen zu erfüllen. Das ist rein hypothetisch. Now, this person receives an awful lot of special treatment from people so they can perform to the best of their abilities. Er oder sie kriegt oft eine Sonderbehandlung, um möglichst gute Leistungen erbringen zu können. Ja, das ist rein hypothetisch. Wir wissen schon, um wen es geht, Kazumi. So, what do you think those people will do if the expectations leveled on this person aren't met? Was glaubst du, werden die Leute tun, wenn dieser jemand die Erwartungen nicht erfüllt? Ich will darüber nicht nachdenken. Ja. Uff. Ganz schön hart. Ja, eigentlich will ich nicht darüber nachdenken, aber also, ich weiß, wie das in japanischen Hinsicht teilweise ist. Das ist teilweise das hier. You're saying their expectations will turn into anger and scorn, right? Du meinst, dass ihre Erwartungen zu Wut und Zorn werden, richtig? That's definitely true. Ja, das ist wahr. When you work as a counselor, Wenn man als Therapeut arbeitet, you always think, I have to help this person so their heart doesn't break. But that's easier said than done. denkt man sich immer, dass man andere helfen muss. Aber das ist leichter gesagt als getan. This world really is a callous one. No matter how much positivity or dedication a person has, Diese Welt ist wirklich abgestumpft, egal wie positiv oder motiviert ein Mensch ist. Gute Nacht, Bea. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Dir auch eine wunderschöne gute Nacht. just a bit of influence from their peers can easily mess with their heads. Selbst die kleinste Beeinflussung durch seine Freunde kann ihn völlig durcheinander bringen. Every time I'm confronted with such a situation, I can't help but grasp the limitations of therapy as a profession. Jedes Mal, wenn ich solch eine Situation erlebe, spüre ich die Grenzen meines Berufs. Die Realität ist unfair. Versuche es einfach weiter. Vielleicht ist das nicht dein Ding. Ich möchte hier eigentlich eher ein gutes Mindset vermachen und nicht sagen, die Realität ist unfair, weil Realität ist immer so ein bisschen Mist, aber ja. Man darf nicht aufgeben. Einfach weiter versuchen. Oh, I'm not sick of this job or anything like that. Don't worry. Keine Sorge, ich habe meinen Job nicht satt oder so. Sorry, I didn't mean to get all analytical. Tut mir leid, ich wollte nicht so tief in die Analyse einsteigen. What I meant was, if we want to truly help people stuck in a predicament like that, we need a fundamental solution. Ich will sagen, dass wir eine fundamentale Lösung brauchen, wenn jemand in einem Dilemma steckt. Zum Beispiel? Nothing really comes to mind at the moment. Mir fällt im Moment nichts ein. This is just a thought, but what if we got the Phantom Thieves to change our hearts? Das ist nur so ein Gedanke, aber was, wenn wir die Fantasies um einen Sinneswandel bitten? Maybe have them shift our feelings so we won't lose to this unfair reality. It would ultimately be for the positive. Wir könnten unsere Emotionen so manipulieren, dass wir der unfairen Realität nicht erliegen. Klingt hart. Well, I can't deny that.
Plus, it's a bit different from changing our hearts, now that I think about it. Das kann ich nicht leugnen. Das ist was anderes als ein Sinneswandel, wird mir gerade klar. Sorry, I was just thinking out loud. Tut mir leid, ich habe nur laut gedacht. I seem to have lost track of the time. I should be getting back to my work. Ich habe wohl die Zeit aus den Augen verloren. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Our conversation's been very enlightening. Thank you. Unsere Unterhaltung war sehr aufschlussreich. Danke. And enjoy your vacation. Und viel Spaß in den Ferien. Ja, so jetzt. Exams are finally over. I'm so exhausted. Endlich sind die Prüfungen vorbei. Bin total fertig. I can get back to actually sleeping in peace. Endlich kann ich wieder in Frieden schlafen. You must have been studying pretty hard if it kept you up at night. Du hast wohl ganz schön gepaukt, wenn dich das nachts wach gehalten hat. Nah, I was up playing video games. Slacking off is just too much fun. Ach was, ich habe Videospiele gespielt. Rumgammeln macht einfach zu viel Spaß. I know, right? I kept cleaning my room instead of studying. It might even be too clean now. Ja, oder? Statt zu lernen, habe ich ständig aufgeräumt. Jetzt ist mein Zimmer vielleicht etwas zu sauber. You two are perfect exemplars of what escapism can mean. Ihr beide seid die perfekten Beispiele dafür, wie Realitätsflucht aussehen kann. And I can only imagine what the end result will be. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was dabei am Ende rauskommt. Whatever. It's over with now. Who cares about that anymore? Egal, jetzt ist es vorbei. Wozu kann er jetzt noch aufregen? What's real important is the Phantom Thief's popularity. Ain't it amazing? Wirklich wichtig ist doch, dass wir doch wie beliebt die Phantom Thieves sind. Ist das nicht krass? Kinda feels like our time's finally here. Es ist irgendwie, als wäre unsere Zeit endlich gekommen. I have even heard people excitedly speculating about our next target. We will have to choose carefully. Die Leute spekulieren sogar schon über unser nächstes Ziel. Das müssen wir sorgfältig auswählen. There's no need to hurry. We should spend some time thinking it over. Es gibt keinen Grund zur Eile. Das sollten wir uns in aller Ruhe sorgfältig überlegen. Hold up. The most important thing now is our celebration party. Moment mal. Das Wichtigste ist jetzt unsere Feier. I hope you guys didn't forget. It's the Fireworks Festival on the 18th. Ich hoffe, ihr habt's nicht vergessen. Am 18. ist das Feuerwerksfestival. I guess we're good meeting up in Shibuya, yeah? Let's say 5 p.m. Wir können uns in Shibuya treffen, oder? Sagen wir um 5. You sure are on top of these kinds of things. Bei sowas kennst du dich ja wirklich bestens aus. Now for the weather. Kommen wir zu dem Wetter. Auch in der nächsten Woche ist mit heftigen örtlichen Schauern und Stürmen zu rechnen. Falls Sie vor die Tür gehen, sollten Sie sich auf plötzliche Wetterschwankungen einstellen. Heute ist die Zeit wie im Flug vergangen. Okay. Jetzt, da wir die Prüfung fertig sind, suchen wir uns ein neues Ziel. Let's go to bed. Jetzt, wo die Prüfung vorbei ist, können wir mal so richtig ausschlafen. Gehen wir ins Bett. So, können wir die Pflanze gießen? Nice. Die scheint recht gesund zu sein. Okay. Hey, Du hast die letzten Tage für die Prüfung gebüffelt. Bleib nicht zu lang auf und schlaf lieber früh. Wir können also nichts mehr machen. Also, das ist yeah. super. Die Prüfungen sind überstanden. Die Ergebnisse erfahrt ihr nächste Woche, oder? What? Kannst du dich überhaupt noch auf die Herstellung von Infiltrationswerkzeugen konzentrieren? Geh schlafen. Ja gut, hier schon. Let's go to bed. Nur, dass die Prüfungen vorbei sind. Gehen wir ins Bett. Schlafen. Aber dann kommt das Hey, Handy. it's me. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich wollte dich fragen,
Wegen des Sommerfests. Ich wollte dich wegen des Sommerfests was fragen. Weißt du noch, ich habe dir davon erzählt. Ich glaube schon. Come on, man. Das weiß ich, okay? Komm schon. Ganze Sache mit den Kebabs. So, like, Ich habe die ganze Zeit absolut verschnarcht, aber das Festival ist ja schon morgen. Willst du also gehen? Ich denke drüber nach. no way, man. Das ist morgen. Dafür ist keine Zeit. Lass uns einfach gehen. Lass uns auch Juske einladen. Der haut immer gerne rein. Mir allerdings gerade eingefallen, dass für morgen Regen angekündigt wurde. Ach, egal. Es regnet an so einem Tag auf keinen Fall. Bis morgen. Woher soll er wissen, ob es... Woher soll er wissen, ob es morgen regnen wird? Oh Mann, so viel Stress wegen einem dummen Festival voller Essen jeglicher Art. Naja, du verdienst es wohl, Spaß zu haben. Fall aber nicht weiter auf, okay? Let's turn in for the night. Lass uns ein bisschen schlafen. Oh, nicht verschlafen, klar. Ich spare mir dafür das Frühstück. Oha. Na, kommst du überhaupt zum Schlaf und es regnet. Nicht. What's up? Was geht? What? Why are you staring at my face? Was? Warum starrst du mein Gesicht an? Ryuji, I have a favor to ask. Ryuji, du musst mir einen Gefallen tun. A favor? Ein Gefallen? Some money for food or Da. something? Brauchst du Geld für ein Frühstück? Klar. Brauchst du Geld für ein Frühstück? Oder? Not this time. Diesmal nicht. I've actually been Ich mulling habe over vielmehr a lange little über topic for a while eine now. neue Kampftechnik für uns gegrübelt. Kommt hier wieder eine. For you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Und ich möchte dich bitten, mir dabei zu helfen, sie umzusetzen. Oh, a new move? Oh, ein neuer Angriff? That sounds badass. I totally want in. Das klingt saugeil. Ich bin sowas von dabei. Well, it's merely a rough idea at this point, but Im Moment steckt die Idee noch in den Kinderschuhen, aber what do you think? was denkst du? Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? War das nicht schon ziemlich detailliert? I don't deserve such praise. Ich verdiene dein Lob nicht. I would merely prefer to add a splash Ich of möchte das beauty to ansonsten so otherwise barbarische barren Schlachtfeld battlefield, so to nur speak. mit einem Spritzer Schönheit versehen. Sozusagen. Sick! Kranker Scheiß. So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? Also müssen wir nur herausfinden, wie der Stern auf deine Idee reagiert, oder? We should consult Jose about this soon. Wir sollten uns zügig mit Joes darüber austauschen. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Allerdings verspüre ich etwas Appetit, seit ich meine Idee beschrieben habe. Same here. Geht mir ganz genauso. Hitzewelle. It's so hot. Es ist so heiß. It's as if we're walking around in an enormous sauna. Als wenn man in einer riesigen Sauna unterwegs wäre. Whose bright idea was it to come here? Und wer hatte die glorreiche Idee herzukommen? Yours. Deine. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. Und guck dir mal die Leute an. Überall nur strahlende Gesichter. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. Los, lasst uns die Besucher hier nach ihren Kommentaren fragen. A TV crew, eh? Ein Fernsehteam. Wir sollten nicht auffällig sein. We should grab our kebabs and get out of here.
Wir sollten unsere Kebabs schnappen und verschwinden. Ah, let's interview those three. Lass uns die drei da befragen. Oh je. Oh je. Is she talking about us? Hey, reden Sie über uns? What the? Was zur... What do we do? Was sollen wir tun, Koro? Wir sollten uns beruhigen. Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. Stimmt. Wir sehen nur noch verdächtig aus, wenn wir jetzt panisch werden. They got us. Die haben uns erwischt. Oh, hell. Ah, verdammt. Okay, I'm gonna ham it up and make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Ich werde irgendein Blödsinn reden, damit das Filmmaterial unbrauchbar wird. Oh Gott. Hello. It sure is hot today, huh? Hallo, ziemlich heiß heute, hm? Jetzt fragen so. Oh, for sure. Yeah. Oh, und wie? Ja. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Wenn es schon im Juli so heiß ist, wie verrückt wird das Wetter dann erst im Dezember? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? Ah, übrigens, da ihr heute hier seid, heißt das, dass du deine Freunde Fleischliebhaber seid? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Ich würde sagen, dass wir Obstfans sind. Oh, und Süßigkeiten. Die sind zum Niederknien. Sei Vegetarier. Well, thank you very much for your time. Ah, verstehe. Vielen Dank für deine Zeit. That was too close. Das war ziemlich knapp. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? Das war ziemlich peinlich, aber bist du sicher, dass sie nichts davon ausstrahlen werden? I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. War das denn ein Desaster? Naja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es für ein Desaster hält. Wir haben wohl nichts zu befürchten. Wir lieben vor allem cringe Sachen, das Quote. Je skandalöser, umso besser. More important than that, though, it's time to get some meat. Aber viel wichtiger noch, Zeit für mehr Fleisch. Darfst du eigentlich kein Fleisch essen, weil sonst wird das ja noch bescheuerter, wenn die Presse jetzt ist. My kebab. Oh, richtig, mein Kebab. Lines for the food stalls were even more insane than the heat. Die Schlangen an den Essenständen waren ja noch verrückter als die Hitze. Standing around in this sweltering heat was rather trying. In dieser schwülen Hitze herumzustehen, war ziemlich anstrengend. And almost all the good stuff was already sold out. Und die besten Sachen waren schon ausverkauft. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Ich habe heute nicht mal gefrühstückt. Mir ist ganz schön schwindelig. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How mysterious. Und trotzdem, in so einer Situation schmeckte alles irgendwie plötzlich lecker. Mysteriös. Weil wir zusammen sind. That's pretty poetic, dude. Das ist ziemlich poetisch, Mann. Well, we came all the way out here, so Naja, we might as wir well sind go check extra it out. hergekommen. Dann können wir uns das Ding auch mal genauer anschauen. What thing? Was für ein Ding. I heard they're building some kind of huge ass stadium or something nearby. Wait, was that what it was? Ich habe gehört, dass in der Nähe eine Art Riesenstadion gebaut wird oder so. You don't know what you're talking about, do you? Du hast keine Ahnung, wovon du da redest, oder? A stadium. Ein Stadion. Well, such buildings often have intriguing Solche architecture. Gebäude haben oft einen spannenden Reference. haben eine spannende Architektur. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Oh. Yeah, then come on, let's go. Ja, dann los.
So that's it? Das war es also. It barely even started? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja. Ich glaube, bei der Baustelle zu Beginn, das sieht wohl halt so aus. We seem to be premature spectators. Wir waren wohl ein bisschen vorschnell. I guess this is what people call jumping the gum. Ich schätze, das haben wir über den Brie gebrochen. Jumping the gun. Übers Knie brechen. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Hier gibt es nichts zu tun. Sollen wir uns was zu essen holen? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Sorry, ich wollte noch in die Kunsthandlung gehen. Ich muss im Sommer an meinem Projekt arbeiten. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Das Sommerfest hat mich total ausgetrocknet. Ich würde eh nur Wasser und ein Handtuch bestellen. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Vielleicht sollten wir es dann für heute dabei belassen. Hm? Hey, isn't that Yoshizawa? Hey, ist das nicht Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Findest du nicht, dass sie sich seltsam benimmt? Sie hat vorhin irgendeinen Wettkampf erwähnt. Ain't you guys headed home? Geht ihr nach Hause? Ich habe noch was zu tun. Well, see you then. Hm? Oh, na gut. Dann bis bald. Yes, catch you later. Ja, bis dann. Senpai? Ja, was denn bei? Was für eine angenehme Überraschung. Yes. Did you come to see the stadium too? Genau. Wolltest du auch das Stadion besichtigen? Same here. I needed to give myself a pep talk. Ich auch. Ich hatte ein bisschen Aufmunterung nötig. Stimmt etwas nicht? Sometimes, when things get me down, I come here. Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, dann komme ich hierher. Oh, that doesn't really answer your question, does it? Wobei das nicht wirklich deine Frage beantwortet, oder? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join Oh, me for ein lunch? Raid von Fane VA. Hallo Wayne, mit 4 Zuschauern. Vielen Dank für den Raid. Wie geht's so? Was habt ihr Schönes gestreamt? Shoutout bitte, Monika. Hast du einen Shoutout? Dann kann ich hier weitermachen. Ich weiß, dass du vielleicht schon was anderes vorhast, aber willst du mit mir etwas essen gehen? Kazumis Augen sehen etwas rot und geschwollen aus. Ich sollte sie besser begleiten. Wir haben ja auch hier keine Wahl. That was delicious. Wow, das war lecker. Oh, ein Projekt durchgehauen. Sehr schön. Das ist ein Shoutout. Auch wenn es halt nichts auf dem Display dabei zu sehen gibt. Muss ich irgendwann mal einstellen und mal gucken, wie groß ich das einstellen kann. Muss ich mal demnächst mich mal drum kümmern. Bin erstmal froh, dass ich überhaupt mal wieder streame. Ja, Final Fantasy Stranger of Paradise. Kenn ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht gespielt. Klingt nice. Bald mal wieder Final Fantasy 7 Remake mal weitermachen. Das Projekt ist ja auch noch nicht fertig. Ach ja. Projekte. Okay. Was habe ich denn gerade erlebt? Habe ich mich auch gerade. I'm always like this after a meet. Hallihallo. Horninus. Ich bin nach den Wettkämpfen immer so. In all honesty, I'd like to Ehrlich keep gesagt going. will ich gerne weitermachen, aber das würde nur meine Performance schaden. Hey, vielen Dank für den Follower. Danke dir. Kuss auf die Nuss. Küss dein Herz oder so ähnlich. Flauschi.
Das Treffen. Alles klar, VA. Vielen Dank für den Raid nochmal. Gute Nacht dir. Schlaf gut. Zum nächsten Mal. War es das wert? War es das wert? Oh, der Hauptcharakter ist auf einmal weiblich geworden. Naja, kann ja mal passieren. War es das wert? Simply put, it was a disaster. Kurz gesagt, es war ein Desaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. Ich habe das Gefühl, dass ich dank dir, Kiyama-Senpai, wieder in den natürlichen Lauf der Dinge gefunden habe. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Aber als der Moment der Wahrheit da war, hat mein Körper mir einfach nicht gehorcht. Ist das eher eine psychische Sache? I think that's a big factor. Ich denke, dass das ein wichtiger Faktor ist. Something similar happened to me in middle school, but back then, I had someone by my side that kept me going. Es ging mir in der Mittelschule ähnlich, aber damals gab es wen, der mich angetrieben hat. Wen meinst du? I have a younger sister. Ich habe eine kleine Schwester. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. Wir haben uns geschworen, zusammen internationale Gymnastikwettbewerbe zu gewinnen. But this spring, she died in an accident. Aber diesen Frühling ist sie bei einem Unfall gestorben. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. Autsch. Ich habe ihr versprochen, dass wir überall auf der Welt Goldmedaillen gewinnen würden. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. Ich mache mir große Sorgen um meine schlechte Form in letzter Zeit. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Ja, ohne Ende, aber ich weiß einfach nicht, ob es ausreicht. Du bist wirklich dein Bestes. Ist das wirklich dein Limit? Oh. Frage überfragen. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Am besten. Senpai, Ja, mal Senpai. you're right. It's just getting started. Du hast recht, das ist erst der Anfang. Ja, immer ein gutes Mindset haben. Nur so geht's. You just keep on rescuing me, don't you? Du kommst mir immer wieder zur Rettung, hm? Okay, no more brooding. Okay, stopp. Keine weiteren Grübeleien. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Bleiben noch mehr Wettkämpfe dieses Jahr. Ich werde neu anfangen und so hart wie möglich trainieren. Thank you so much for listening to all that. Danke, dass du mir zugehört hast. Now I feel like I've been recharged. Mind, body, and spirit. Ich fühle mich schon viel besser. Geistig, körperlich und seelisch. Well, at least my mind and spirit are recharged. Zumindest geht es mir geistig und seelisch besser. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Am besten bekämpft man Hunger mit Bewegung. Ich werde nach Hause joggen. Bis dann. Wird jetzt auch nichts an Punkten oder so gegeben. Die Folge ist auf jeden Fall jetzt fast um. Na, was meinst du, wenn sich das als nächstes aussuchen? Diese Scheißheuchler. Das wirklich wahr? Naja, das steht jetzt gerade fest. Also können wir hier auch die Folge beenden. Macht doch Sinn, weil haben wir jetzt hier guten Cut gehabt und hier passt das gerade gut. Wir sehen uns in nächster Folge wieder. Like lassen, abonnieren, kommentieren. Würde mich sehr freuen. Lass die Glocke da, wenn du mehr sehen willst. In der Videobeschreibung zu meinem zweiten Kanal, zu meinem Twitch-Account, wenn du gerne live dabei sein willst und zu Social Media. Gerne auch da reinschauen. Schau dir den Cut an. Warte vielleicht schon die nächste Folge oder ein anderes wunderschönes Video. Klick mal drauf. Wir sehen uns da dann wieder. Bis zur nächsten Ausgabe. Bleib flauschig. Ciao, ciao.